So, ein herzliches Willkommen. Samstagabend, 19 Uhr, eine Minute. Die eine Minute habe ich mir noch gegönnt. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Woche. Ich habe zuerst mal eine schlechte Nachricht. Wir werden heute nicht basteln. Die gute Nachricht ist, ich habe ein komplett neues Setup in der Woche aufgebaut. Wie ist denn der Ton? Ich habe zwar schon ein paar Tests hinter den Kulissen gemacht, aber ja, live ist natürlich dann sowas immer dann doch noch ein bisschen anders. Gib mir doch mal eine kurze Rückmeldung, wie der Ton ist. Denn die Kameraperspektive ist ja zum Beispiel gleich. Ich habe mir allerdings ein etwas größeres Mikrofon besorgt. Ich kann das mal kurz zeigen. Das ist das Mikrofon. Dann haben wir jetzt auch eine zweite Kamera, damit ich euch zeigen kann, wie ich löte oder andere Sachen mache. Ich schalte auch mal kurz um, passt mal auf. So, jetzt schalten wir mal um. Zack. Das geht doch wie am Dings. Und jetzt seht ihr dann auch so ein paar Detailaufnahmen. Das kam mir bei dem Umbauvideo etwas zu kurz. Bevor wir jetzt richtig anfangen, möchte ich erst nochmal Danke sagen, dass ihr den langen Stream bis zum Ende oder zumindest diejenigen, die früher abgebrochen haben, dann vielleicht auch noch zu Ende geschaut ihr merkt, ich bin noch nervös, geschaut haben. Vielen Dank auch für die Rückmeldung, für das Feedback. Ich habe das, denke ich mal, zum größten Teil so ein bisschen abgearbeitet. Hab dann, wie gesagt, mit dem Ton habe ich mich mal gekümmert. Die zweite Kamera, mit der Beleuchtung habe ich noch ein bisschen was gemacht. Und das Wichtigste ist eigentlich, ich kann euch jetzt hier sogar ein paar Sachen einblenden. Ich kann euch zum Beispiel, darauf werden wir später noch eingehen, schaut mal hier den Schaltplan. Wer sich das Ganze jetzt in 1080p anschaut, sollte da jetzt sogar was erkennen können. Darauf gehe ich dann auch später nochmal ein. Denn der Umbau war ja dann doch schon ein bisschen sehr extrem, sehr sportlich. Und am Ende war da so ein bisschen bei mir auch die Luft raus. Aber ich denke mal, das hat sich gelohnt. Der eine oder andere hat das Chassis auch inzwischen schon ausgedruckt. Das habe ich gesehen. Da kamen auch noch ein paar Anfragen, wie man das Teil zum Beispiel druckt. Da fange ich jetzt einfach mal mit an. Einige von euch haben das Chassis so gedruckt, wie es eigentlich konstruiert wurde. Idealerweise druckt man das Chassis aber genau auf dem Boden. Dann braucht man nämlich keinen Support. Und als Layerhöhe habe ich jetzt 0,1 mm verwendet und eine Düse mit 0,3 mm im Durchmesser. Das geht garantiert auch mit einer 04er Düse. Allerdings, desto geringer die Düse ist, desto schöner kommen dann eventuelle Konturen zur Geltung. Ja, haben wir jetzt hier schon alles? Mal gucken, ich schaue mal kurz in die Kommentare. Ach, übrigens, wie formuliere ich es jetzt gleich? Wir haben einen Moderator. Ich konnte den Alex dazu gewinnen, dass er sich schon ein bisschen um die Moderation kümmert. Und da habe ich gleich ein Anliegen an euch. Klickt mal bitte in dem Chat. Oben rechts müsste bei euch stehen, ich klicke da auch mal kurz drauf. Da steht nämlich normalerweise wahrscheinlich Top-Chat. Und da werden einige Nachrichten ausgeblendet. Stellt das bitte um auf Live-Chat, das ist ganz wichtig, denn beim letzten Mal sind da einige Kommentare und Hinweise untergegangen. Ihr habt euch da auch gegenseitig ein paar Tipps gegeben und das ist meines Wissens nach, was ich dann im Nachlauf feststellen konnte und auch auf Rückmeldung bekommen habe, dass da Sachen untergegangen sind. Wenn man den Live-Chat macht, muss man auch ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ich habe das unterbunden, dass ihr Links posten könnt. Wenn ihr einen Link postet, muss der vom Alex freigegeben werden. Seid bitte nicht böse, aber das muss leider sein. Oh, da ist jemand aus Russland. Da sage ich doch einfach mal Privet. Und das war's aber auch schon mit meinem Russisch. Ivo muss mal 0,2 probieren. Meinst du die Layerhöhe oder mit einer Düse 0,2? Also Düse 0,2 geht definitiv. Layerhöhe 0,2 gibt es wahrscheinlich ein bisschen Probleme. Schalten wir mal die schönen Kameras um. Man muss ja die Technik nutzen, wenn man sie hat. Müsst ihr mal gucken, ob das Bild scharf ist. Es kann sein, dass das ein bisschen überbelichtet. Da muss ich dann noch ein bisschen nachdenken. Wenn ihr eine Layerhöhe von 0,2 nehmt, dann habt ihr hier wahrscheinlich oder in diesem Bereich Probleme, dass das zu eckig wird. Und dann kommt der Motor zu weit hoch. Das könnte zu Problemen können. Ja, Ivo, 0,2er Düse geht. Nein, Schimpfwörter gehen nicht, Daniel. Da wirst du vom Admin gekickt. Kenne ich auch keinen Spaß. Wir können so fluchen, wenn wir unter uns sind. Das hier ist live im Internet, denn sonst kriege ich auch Probleme. Also bitte
haltet euch da auch dran. Beim letzten Mal hat das ja auch sehr gut geklappt. Ja, ihr seht, ich bin noch ein bisschen nervös. Ich schalte jetzt mal wieder um. Also das neue Spielzeug macht echt Spaß mit der Kamera. Mit den ganzen Sachen. Ist zwar noch mal ein bisschen erhöhter Aufwand für mich, noch ein bisschen mehr Stress, aber bei den Kommentaren habe ich ja zumindest ein bisschen, wie sagt man, Unterstützung. Max, das ist ein sehr gutes Stichwort. Gewicht, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen, denn machen wir das jetzt gleich mal. Ich muss mal kurz meine Waage raussuchen. Ich habe natürlich alles vorbereitet. Ja. Da ist die Waage. Mach mal hier, jetzt schalten wir. Ah, da, ihr seid ja noch dabei. So, jetzt seht ihr natürlich hier die schöne Reflexion von den Dingen. Ich mache das mal, ich schiebe das mal an den Rand. Mach die jetzt mal an. Unser Renntruck, ich nehme jetzt hier einfach mal, wiegt jetzt aktuell, das dürftet ihr sogar sehen, sind wir bei 14 Gramm. Je nachdem, was für Material ihr verwendet habt oder was für eine Fülldichte ihr habt. 14 Gramm. Jetzt nehme ich mal das Extrem. Das hier ist mit das erste Vorserienmodell. Unten komplette Messingbodenplatte, hinten auch noch Gewicht. Das sind knapp 30 Gramm. Das ist aus meiner Sicht zu viel. Also das Problem ist ja auch, wir haben einen Motor drin, der ein Stirnradgetriebe antreibt. Und so viel Kraft hat er jetzt auch nicht. Ich nehme jetzt mal das ist, sage ich mal, mein kleines Vorführfahrzeug. Da sind wir jetzt bei 23 Gramm. Der hat nichts weiter bekommen als ein bisschen Blei unterm Popo und hier hinten eine Messingstoßstange. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Die war mal gerade. Also ich kann das nur empfehlen, hinten den Bobbel, den Bobo ein bisschen stabiler zu machen, weil es rumpelt ganz schön auf der Rennstrecke. Also das könnt ihr mir glauben. Wir können auch gleich mal reingucken. Ich habe da auch ein Video vorbereitet. Genau. So, ist das Reglement immer noch alt? Ivo, Reglement alt. Ja, da habe ich im ersten Video schon was zu gesagt. Aber ich bleibe jetzt erstmal noch beim Gewicht. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Wie gesagt, ich stelle jetzt mal den hier noch mit auf die Waage drauf. Ach, Mensch, Jungs, ich habe die falsche Kamera an. Ah, super. Kommando zurück. Warum steht denn das hier nirgends? Steht denn das hier nicht, dass ihr eigentlich gar nichts seht? Guck mal, das ist doch so viel schöner. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Das habt ihr jetzt davon. Übrigens, die Zeit heute, ich habe mal gesagt, eine Stunde. Eine Stunde ist gut, vielleicht hängen wir noch 10 Minuten, eine Viertelstunde dran, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, damit das auch nicht zu lange dauert. Wenn ihr nichts seht, müsst ihr das natürlich schreiben. Also, das ist mein Chassis mit 14 Gramm. Ich mache jetzt nur einen Schnelldurchlauf. Hier seht ihr jetzt nochmal. Das sind, wie gesagt, 29 Gramm. Und das hier ist so ein bisschen in die Richtung, da solltet ihr euch einpendeln. So, ich sag mal so 23, 24 Gramm ist ideal. Wenn natürlich noch Messingfelgen dazukommen, dann wird es nochmal ein bisschen schwieriger. Jetzt muss ich natürlich gucken, ob ich die Messingfelgen noch hier habe. Ja, die habe ich noch hier. Die packe ich jetzt noch mit drauf. Ja, so ist das halt, ne? Jetzt habe ich 2 Monitore. Jetzt muss ich natürlich auch auf den richtigen Monitor schauen. Ich packe jetzt mal einfach die Felgennummer drauf. Die machen jetzt hier, die sind jetzt selbst gedreht massiv, 5,1 Gramm. Ihr müsst aber bedenken, dass dann die Reifen wegfallen. So. Dann haben wir jetzt eigentlich das mit dem Gewicht. Ich kann nochmal das Vorserienmodell vorstellen. Das ist irgendwie, weil da vorhin auch das kam mit dem alten Reglement. Ich gucke da gleich nochmal in den Chatverlauf rein. Da könnt ihr euch mal ein Video angucken. Das ist noch so ein bisschen altes Reglement. Schnecke, Zahnradantrieb, 6 mm Motor mit ein bisschen Bums unter der Haube und hinten ein bisschen Gewicht drauf. Der wiegt 21 Gramm. Also ich denke mal wirklich, wie gesagt, wenn ihr so zwischen 20 und 24 Gramm oder 20 und 25 Gramm seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Wichtig ist, dass er hinten auf den Boppe noch ein bisschen was drauf bringt. So, jetzt lasse ich euch mal hier kurz ein bisschen Video schauen. Ich gucke mal kurz in den Chat rein. Es könnte jetzt ein bisschen laut werden. Guckt mal, ich habe das versucht anzupassen, wie das ist vom Ton her. Viel Spaß!
klaue euch jetzt hier einfach mal den Ton. Das geht, glaube ich, so. Jetzt müsstet ihr mich aber trotzdem noch hören. Ich lasse das Bild jetzt einfach mal so ein bisschen laufen. Roman, Discord, da waren wir mal. Ich habe da auch noch einen Account. Ich glaube, der Mikromodellforum ist da auch noch gelistet. Aber wenn du jetzt darauf abzielst, dass wir am Donnerstag unseren Stammtisch machen, das machen wir über Whereby. Da findest du den Link im Forum. Da gibt es dann unseren Online-Stammtisch. Ja. Was ihr jetzt hier gerade seht, das ist der erste Lauf. Einige von euch werden das Video wahrscheinlich kennen. Das ist jetzt das erste Rennen auf der neuen Rennstrecke von Michel, auf der Legance. Und da war jetzt gerade die Runde mit dem Pacecar. Das ist drahtgeführt. Und jetzt seht ihr gleich den Start. Und dann würde ich sagen, lassen wir nur kurz ein bisschen laufen. Und ich gucke mal wegen dem Reglement nochmal durch. Gewicht bringt leider nur einen Nachteil. Ab einem gewissen Gewicht. Genau, Alex, ja. Zu viel für den Motor, ja. Bei den normalen Schneckenantrieben war das noch okay mit dem Gewicht, aber durch die neue gewählte Übersetzung jetzt und den neuen Antrieb ist das dann zu schwach. Ist aber aus meiner Sicht realistischer und die Fahrzeuge lassen sich zumindest für mich als Laie leichter fahren. Und wir haben trotzdem noch ein bisschen Chancengleichheit. So, es gab mal das Höchstgewicht, was eher schlecht ist. Ja, Ivo, wie gesagt, also das mit dem Gewicht, probier's aus. Bau dir einen Renntruck. Baller da hinten ganz viel Gewicht drauf und dann kannst du da mal ein bisschen testen und eine Rückmeldung geben, wie du damit zurechtgekommen bist. Jetzt gucke ich mal in den Kommentaren weiter nach unten. Ich denke mal, ihr habt ja jetzt genug gesehen. Zu den Transpondern werde ich nachher auch noch was sagen. Da muss ich noch einen raussuchen. Da bin ich jetzt gerade. Dann suche ich den jetzt erstmal noch raus und lasst euch da noch mal kurz schauen. Ich würde sagen, ihr habt genug gesehen. Da bin ich jetzt wieder. Ton ist nämlich an noch okay. Ich weiß nicht, ob das Video zu laut war. Ich habe das also versucht, wirklich anzupassen. Meine Stimme müsste jetzt auch noch ein bisschen anders klingen durch das neue Mikrofon. Da kümmern wir uns später auch noch drum. Wie gesagt, Ivo, wegen dem Gewicht, probier es aus. Du hast genug Platz. Mach Gewicht dran und dann schauen wir mal, was das... ja, Daniel. Der Führungs-LKW ist drahtgebunden, das hatte ich erwähnt. Aber alles gut. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Motor, Getriebe, der Führungsdraht, ähnlich dem Faller-K-System. Der wird dann ganz analog gesteuert. Über einen Reed-Kontakt wird der Magnet weggezogen und dann fährt der LKW los. So. Genau, der fährt im Drahtart. Dann komme ich jetzt gleich mal zu den Transpondern. Da gibt es zwei verschiedene. Ihr müsst einfach mal bei eBay zum Beispiel schauen nach Transpondern. Die bauen auf dem Robotronics Protokoll auf. Das ist noch die erste Version. Die sieht man hier auch noch beim ersten Prototypen. Die kann man wunderschön unter die Sattelplatte packen. Mit zwei Kabeln werden die über den Dauerstrom mit dem Empfänger verbunden. Und sobald man das Fahrzeug einschaltet, sieht man da was. Ich glaube nicht, dass man das jetzt sieht, dass der hier was strahlt. Die haben wahrscheinlich auch eine UV-Filter drin. Doch, man sieht's. Ja. Seht ihr? Funktioniert. Gut, die GoPro hat keinen UV-Filter drin. Das ist wie gesagt die große Version. Ich habe das Glück, Leute zu kennen, die sich mit Elektronik und Software sehr gut auskennen. Mit denen habe ich mich zusammengesetzt und wir haben zusammen diesen kleinen Transponder entwickelt. Der ist jetzt nur noch halb so groß. Hat die gleiche Funktion. Mal anmachen. Das sehen, die LED, die ist sogar leistungsintensiver als die wir in dem anderen Transponder verwendet wurden. Problem ist, diesen Transponder werdet ihr so nicht zu kaufen kriegen. Sorry, aber das geht leider nicht. Ich muss mal gucken, wie man die produzieren kann, denn jeder einzelne Transponder ist handgestrickt. Jeder Transponder braucht seine eigene ID. Die kriegt ihr übrigens dann auf der Verpackung mitgeteilt, wenn ihr euch so einen Transponder kauft. Die müsst ihr euch nicht notieren. Wenn wir wirklich mal auf einer Messe zusammen fahren sollten, kommt ihr einfach mit eurem Fahrzeug. Wir fahren einmal durch die Messbogen durch und habt da vorhin ja schön gesehen, diesen gedruckten Reifen, die Dunlop-Bogen soll das sein, den habe ich da ein bisschen nachempfunden. Und dann wird das Auto eingelesen und dann können wir da zusammen Rennen fahren.
So, was haben wir denn jetzt? Sorry, ich habe nicht aufgepasst. Genau, du hast bestimmt Radler getrunken. Lassen sich die Siku-Trucks umbauen? Ja, Luke, die Siku-LKWs, das ist so eine Sache. Die sind aus Metall, wenn ich da jetzt gerade richtig informiert bin. Gibt es, glaube ich, auch teilweise aus Kunststoff. Prinzipiell kannst du umbauen, was du möchtest. Musst nur darauf achten, dass du nicht zu schwer wirst, auch beim normalen LKW. Bisschen Gewicht ist gut, zu viel Gewicht ist leider kontraproduktiv. Und wie einfach man die Hütte bearbeiten kann. Denn ab und zu muss man doch nochmal an der Hütte oder an der Karosserie was wegdremeln. Und das geht natürlich bei einem Kunststoffgehäuse wesentlich einfacher. Bei einem Modell aus Druckguss. So, woher wisst ihr, wann die Akkus voll sind? Das sagt uns das Ladegerät, Astro. Das Ladegerät, zum Preis habe ich nichts gesagt, Ivo, ja. Kosten zwischen 15 und 20 Euro. Ja, Dankeschön, Alex. Ja, 3 Pool, sind wir sicher mit, genau. Dann schalten wir doch jetzt gleich mal um. Wir springen jetzt hier einfach mal noch ein bisschen. Ich habe mir zwar so ein paar Sachen überlegt, aber das passt. Klaus, du kannst übrigens auch Links posten. Ich habe das mal so eingestellt. Falls da irgendwas sein sollte, dann, ja. Jetzt müsstet ihr auch hier das Schaltbild sehen. Ich kann leider mit meiner Maus darauf nicht rumfahren oder euch was zeigen, aber bei der Ladebuchse hat sich das rauskristallisiert, dass wir in der Mitte den Pluspol machen und außen ist Masse. Nicht alle verbinden die beiden äußeren Punkte, sondern dann geht da nur einer davon und dann müsst ihr halt dann das Ladekabel entweder so rum oder so rum reinstecken. Beim letzten Mal hatten wir ja noch ein bisschen, oder was heißt wir, ich hatte da den Kanal 1 und Kanal 2 vertauscht, was Lenkung und den Motorantrieb betrifft. Hätte ich mir dieses Schaubild vorher mal angeguckt, dann wäre ich schlauer gewesen, hätte auch genau gewusst, wie ich den EA-Mikro anschließe, aber wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich denke, das habe ich trotzdem ganz gut hingekriegt, ohne mich jetzt so loben zu wollen. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal den Schaltplan. Wie gesagt, der ist auch auf meiner Webseite. Wenn ihr auf www.der-theoretiker.de geht, dann oben auf die Tutorials und da findet ihr dann den Punkt Schaltpläne. Was ihr jetzt hier auch seht, das haben wir noch gar nicht gemacht, ist, wie man die LEDs anschließt. Ihr seht, die bekommen ein gemeinsames Plus, wo ich in dem Fall die Widerstände eingebaut habe. Die Widerstände, da kommt jetzt bestimmt gleich auch die Frage, wie hoch sollen die sein? Ich nehme Widerstände ab 270 Ohm und die gehen dann locker mal hoch bis 10 oder 15 Kiloohm, je nachdem, welche Funktion verwendet wird. Und das wäre es jetzt eigentlich. Ladeschlussspannung. Das sind die 4, muss ich dann gleich erst noch bei den Fragen über Fragen rein. Ja, gerade gibt es auch eine zur Programmierung. Ivo, ja, die gibt es. Die zeige ich euch mal ganz kurz. Die gibt es auch auf meiner Webseite. Ich schalte mal kurz um. Zack. Ich mache mich mal kurz raus. Das ist nur ein kleines Intro und dann hören wir uns gleich wieder. Viel Spaß! Hallo zusammen. Wie man eigentlich. Quatsch, zu früh gesprochen, zu wenig losgedrückt. Da bin ich jetzt wieder. Ich nehme jetzt hier mal wieder die Totale. Also heute seid ihr echt fleißig mit dem Fragen. Wie gesagt, also ich habe gesagt, 1 Stunde, 1,5. Danach, ja, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, wir müssen uns auch noch ein bisschen was für die zukünftigen Videos aufheben. Das ist der Lader, den wir verwenden. Den habe ich auch bei mir auf der Webseite verlinkt. Und der ist verpullungssicher. Also egal wie ihr ihn anschließt, der geht nicht kaputt. Der zeigt dann hier einen Fehler 33, Fehler 22 an. Und dann wisst ihr einfach, dass ihr das Kabel quasi verkehrt rum reinsteckt. Wenn ihr allerdings, jetzt auch über die Kamera sehen, hier ist rot und schwarz gekennzeichnet. In die Mitte kommt das rote Kabel, kommt das rein und so wird es geladen. Ich
habe jetzt hier leider, das Kabel ist ein bisschen kurz, keine Steckdose, dass ich den anschließen kann. Das kann ich mir aber fürs nächste Mal, schreibe ich mir das mal auf. Entschuldigung. So, kurz gehustet. Das ist praktisch mit dem Mikrofon, das kann man hier muten. Und hier seht ihr auch, wir haben, das kam auch gerade wegen den Buchsen, 2,54er Rastermaß, 1,27er Rastermaß. Ich habe am Anfang gerne die großen Buchsen genommen. Mittlerweile bin ich aber auch bei den 1,27er Ladebuchsen. Und die haben wir auch hier in den Rahmen so integriert, dass man das nur so reinstecken muss. Also ihr lasst den Alex heute aber ganz schön tippen. Ne? Ihr könnt auch, wie gesagt, in der Videobeschreibung jetzt von dem Tutorial sind ganz viele Links drin. Und einfach mal in Ruhe durchblickern. Hermann, das Fahrwerk kann man nicht kaufen. Das gibt es umsonst. Gibt es kostenlos. Ja, ich verschenke das. Du kannst in der Videobeschreibung gucken, da kannst du dir die Datei runterladen, dass du dieses Teil auf deinem Drucker ausdrucken kannst. Und danach kannst du anfangen zu basteln, so wie wir das letzte Woche gemacht haben. Da haben wir das nämlich umgebaut. Quasi von dem Teil zu dem Teil. Umlackiert habe ich es nicht, das ist nur ein anderes Filament. Wie gesagt, letzte Woche gab es ein Video, ist auch unten verlinkt, der erste Teil. Und da kannst du dir das Dings Astro. Ihr seid ja echt fleißig mit dem Ding. Dann mache ich mal Folgendes. Ihr wisst ja, wir müssen auch von irgendwas leben. Der Alex war auch einer der Leute, die an dem Buch mit beteiligt waren, das wir vorletztes Jahr geschrieben haben. Dann war der Thorsten noch dabei und der Dirk. Und wenn ihr weiterhin solche Bücher lesen wollt, könnt ihr uns damit unterstützen, indem ihr euch einfach eine kleine Lektüre besorgt. So, da bin ich wieder. Also mit euren Fragen heute. Also was ihr beim letzten Mal, sage ich jetzt mal, nicht ganz so intensiv gemacht habt, das holt ihr heute mal richtig nach. Jetzt muss ich gucken. Genau, der Lennart hat da schon was zugesagt. Schön, dass du da bist, Lennart. Da werde ich demnächst dann was dazu sagen, wie wir die Scheinwerfer verkleben. Bei dem Renntrag bin ich mir noch unschlüssig, ob wir Scheinwerfer einbauen. Immerhin, es ist unser erstes Modell. Und die goldene Regel heißt ja, beim ersten Modell verbauen wir kein Licht. Die werden wir wahrscheinlich eine Ausnahme machen. Ich habe ja auch extra in dem Schaltplan, den tue ich jetzt nochmal kurz einblenden. Ich muss den nur kurz raussuchen. Da blätter ich jetzt nochmal rüber. Da war auch noch was wegen dem Schalter, wurde noch gefragt. Ich weiß jetzt nicht, wer da gefragt hatte. Und zwar der Ein-Ausschalter wird als Umschalter verwendet. Also wenn das Modell quasi ausgeschalten ist, dann ist die Ladebuchse mit dem Akku verbunden. Und wenn das Modell eingeschalten ist, dann ist die Ladebuchse abgeschalten. Man kann das natürlich auch so machen, dass die Ladebuchse aktiv ist, wenn das Modell eben eingeschalten ist. Aber wer tut schon sein Modell eingeschaltet lassen und laden? Also ich finde, das ist so eine ganz gute Kombination. Man kann natürlich, wie gesagt, den Akku einfach an die Ladebuchse mit anlöten. Das kann jeder entscheiden, wie er es gerne mag. Beim Kleber, jetzt kommen wir natürlich hier wieder vom Hundertstel ins Tausendel. Saichino, Bücher geplant, von meiner Seite aus nicht. Was allerdings andere Leute machen, es gibt ja mehrere Autoren. Der Alexander Aufschläger hat ja da auch ein schönes Buch geschrieben mit den Berichten über seine Fahrzeuge. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es hat riesen Spaß gemacht, so ein Buch zu schreiben und macht den auch ein bisschen stolz, wenn man sagen kann, man hat ein Buch geschrieben. Aber man darf den Aufwand dahinter nicht unterschätzen. Weil man möchte ja auch
qualitativ hochwertiges rüberbringen und dass die Leute sich das auch angucken und sagen, wow, ich habe was gelernt und nicht einfach nur, na super, das war ja eine schöne Bettlektüre. Hätte ich mal lieber einen Podcast gehört. So, genau, wie der Alex schon gesagt hat. Ja, man soll niemals nie sagen, ne? Wenn es speziellen Kleber für Plastik, jetzt kommen wir natürlich jetzt hier wieder vom Hundertstel ins Tausendstel. Ich zeige das jetzt nur mal kurz rein. Das ist zum Beispiel ein Kleber, das ist ein UV-Kleber, den kann man sehr gut verwenden. Und dann habe ich hier meinen Uhu-Kleber, den sehe ich jetzt hier gerade. Schau mal in dem Video zurück, diesen grünen Kleber, den ich verwendet habe. Der ist auch ideal für die Kunststoffe, die man da mitkleben kann. Also der ist auch gelhaltig. Das heißt, der fließt nicht in ihre Hitze. Den kann man ohne Probleme verwenden. Idealerweise mit dem Zahnstocher dann aufmachen. Genau. Jetzt ist gerade die Herzzahl. If you connect the motor directly to one Delta H, which is best to... Ja, genau. Ja, das ist so das Problem. Welche Motorfrequenz mache ich? Aber das ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen zu speziell. Ich würde sagen, dann machen wir nochmal eine spezielle Fragerunde zu den Delta-Empfängern, weil das würde jetzt den Rahmen quasi sprengen. Ne? Wir haben ja das letzte Mal eine Umfrage gemacht. Da haben sich bis jetzt 99 Leute beteiligt. Vielen Dank für euer reges Interesse. Die Chancen sage ich schon. Die Wahl fiel eindeutig auf ein Badass Karosserie. Damit habt ihr mich natürlich jetzt ganz schön wieder vor Herausforderungen gestellt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so wirklich der Plastikschnitt. Ich nehme dann lieber irgendwas Fertiges, passe mir das so ein bisschen an oder zeichne mir was im CAD und druck's mir aus. Aber da jetzt irgendwas zu schnibbeln, das obliegt mir jetzt nicht wirklich. Aber man wächst damit seine Herausforderung. Vielleicht kriege ich auch hier noch von euch aus der Runde noch ein paar Tipps und noch ein paar Hinweise. Und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Aber ich denke mal, das Teil ist jetzt schon so einzigartig. Dann, so wäre es jetzt ja eigentlich fertig. So hätten wir dann den Renntruck. Ich weiß, hier hinten fehlen noch die Schutzblech und so weiter. Aber das wäre jetzt so eine normale Karosserie. Wenn wir jetzt allerdings mal zum Beispiel in die Richtung gehen, wenn das wäre zum Beispiel was, wo ich sage, Mensch, mach mal doch einen Hauber drauf. Passt allerdings das Senkservo nicht hin. Das wird ein bisschen arg eng. Senkservo ist allerdings so gemacht, wir können es auch einfach rumdrehen. Das würde ich dann vorsichtig lösen und würde das dahinter packen. Und dann gucken wir doch mal, ob wir da draußen nicht einen Scania Hauber gebastelt kriegen. Und wenn ich jetzt hier das Chassis nehme, wir setzen das hier so drauf. Gut, das muss man dann natürlich anpassen. Das denke ich mal, das könnte doch was werden. Vielleicht tun wir das Dach, dann noch ein bisschen, ich glaube Choppen nennt man das. Dann könnte das so was Interessantes werden. Und hier hinten drauf packen wir dann einfach noch eine schöne Motorattrappe und basteln dann Heckspoiler. Das, aus meiner Sicht wäre das, glaube ich, was werden könnte. Und dann können wir auch, ich glaube der Astro was gesagt hat mit dem Licht, dann packen wir hier vorne doch schöne rote Scheinwerfer rein. Vielleicht aufs Dach auch noch irgendwas, ein bisschen was Blinkendes. Mal gucken, ob da hier aus der Runde einer ein schönes Tiny programmieren kann. Und dann kriegen wir doch da ein Modell auf die Räder, was sich zeigen lassen kann. Zur Technik will ich gleich auch noch was sagen. Mein Radlader fertig, das freut mich. Schön. Wenn ihr Modelle habt oder wenn ihr Projekte habt, ich mache jetzt an der Stelle mal noch ein bisschen Werbung fürs Mikromodellbauforum. Stellt eure Projekte dort vor. Das Forum ist auch verlinkt. Wenn ihr Fragen habt, dort gibt es riesenlange oder ellenlange Beiträge, zum Beispiel auch zur Devo 7e, weil dann kommen immer so in Regel die gleichen Fragen. Bei mir hat das nicht funktioniert, bei mir hat das nicht funktioniert. Schaut mal ins Forum, nehmt euch ein bisschen Zeit und da findet ihr jede Menge Informationen und Anregungen. Lars, jetzt sind wir hier gerade bei den Endschaltern. Da würde ich dich bitten, dass wir das mal zurückstellen. Denn wie gesagt, heute haben wir das Thema Renntrucks. Das wird nicht der letzte Livestream sein. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich es jeden Samstag schaffe, aber das wäre ja, glaube ich, ein schönes Programm, wenn man da sagt, man trifft sich jeden Samstag so gegen 19 Uhr für 1 oder 1,5 Stunden. Dann haben auch die Leute in der Zwischenzeit ein bisschen was gebastelt. Es sind neue Fragen entstanden und ich glaube, so schnell wirst du uns hier in der Runde nicht langweilig. Jetzt gucken wir mal kurz rein. Wir haben jetzt hier 70 Zuschauer, 46 mag ich Bewertungen. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Also vielen Dank schon mal dafür. Ich habe noch eine Frage und zwar, die wollte ich eigentlich am Anfang schon stellen. Wie habt ihr jetzt davon erfahren, dass heute ein Livestream ist? Ich habe das jetzt gestern schon sozusagen mir schon einen Link reserviert
Das heißt, einige haben da irgendwie schon eine Information bekommen, denn kurze Zeit später kam schon die erste Information. Ja, ich freue mich auf morgen. Der Klaus hatte auch dann noch in der Nacht was gepostet. Ich habe es auf Facebook geteilt. Und mich würde jetzt trotzdem mal ganz kurz Abo auf meinem Kanal, okay? Das ist natürlich, weil ich habe selber mal geguckt, ich habe da nichts gesehen bei mir auf dem Kanal. Wurde dann erst eine halbe Stunde vorher, kam dann die Information, dass heute ein Live-Video stattfindet. Denn ich will eigentlich versuchen, einen Anlaufpunkt zu kriegen für die Videos, wo ich was ankündige, dass ihr nicht irgendwie an Facebook oder auch an YouTube gebunden seid, weil ihr könnt ja auch die Videos angucken, ohne dass ihr angemeldet seid. Ich weiß nicht, ob das über meine Webseite, ob das wirklich der richtige Anlaufpunkt ist. Das muss ich so ein bisschen mal noch rauskristallisieren. Wenn ihr jetzt allerdings sagt zum Beispiel, oder wir machen im Mikromodellbauforum, können wir auch gerne einen Beitrag aufmachen, wo ihr dann auch Fragen posten könnt. Bei mir aus können wir das auch so machen, weil da kann jeder was drunter schreiben. Da könnt ihr mir auch Rückmeldung geben. Denn auf meiner Webseite eine Kommentarfunktion einzubauen, das ist etwas, ja, zum einen wegen dem Datenschutz und zum zweiten muss man da echt aufpassen, was die Leute dann machen. Ich müsste dann jeden Kommentar manuell freischalten und das ist dann sehr aufwendig. Wie gesagt, also ich habe die ganze Woche jetzt eigentlich gebraucht, um diesen Setup hier vorzubereiten. Und das war schon etwas aufwendig, ja, vor allem auch mit dem Mikrofon einrichten und naja, es war nicht ganz ohne, aber wie gesagt, habe ich es hingekriegt. Ich zeige euch jetzt mal nochmal ein Video und was man auch machen kann, wir hatten ja gerade das Thema Radlader und dann schaut doch mal ganz kurz rein, was man damit auch machen kann. Viel Spaß und ich lese derweil mal die Fragen durch. Da jetzt hier einfach mal ein bisschen dazwischen. Also wie ihr seht, ich weiß nicht, wer das Video schon kennt, wir sind einfach mal aus Jux und Dollerei auch auf der Rennstrecke vom Michel mit Radladern Rennen gefahren. Hier seht ihr jetzt auch übrigens schön die Ampel, Startampel. Die wird auch direkt von der Rennsoftware gesteuert. Da hatte ich wieder ein bisschen Unterstützung von meinen fleißigen Programmierern. Wie gesagt, ich kann nicht programmieren, dazu stehe ich. Ich würde es gerne lernen, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere, was ich da jetzt einzuarbeiten. Wie gesagt, Radladerrennen sehr entschleunigend. Dann hatten wir Traktorenrennen, sind wir auch schon gefahren. Die haben allerdings keine Transponder drin. Wir sind einfach nur aus Jux und Dollerei da ein bisschen in die Runde gefahren. Danke für eure Rückmeldung mit den wie ihr das hinbekommen habt. Abo-Kanal, das, wie gesagt, also manche haben wohl ein Abo-Info bekommen, manche nicht. Da muss ich noch ein bisschen was rausfinden. Aber ich würde sagen, ich packe dann einfach mal ins Forum einen Link, wo ich dann die Termine so ein bisschen versuche anzukündigen. Das Problem ist mit den Ankündigen davor, ich scheue mich so ein bisschen davor, weil wenn doch mal was dazwischen kommt, seid ihr wahrscheinlich enttäuscht, wenn es dann doch nicht klappt, weil es kann ja immer mal sein, keine Ahnung, einem geht es nicht gut oder man ist noch, na gut, unterwegs momentan, geht schlecht, sind ja alle zu Hause. Deshalb habe ich das bis jetzt nie so an die große Glocke gehängt. Finde dafür aber das Resümee mit den 70 Leuten, die jetzt gerade wieder zuschauen, richtig gut. So, wichtig ist, wenn ihr wirklich Infos bekommen wollt über meine Webseite, über meinen Kanal, macht die Glocke an und dann wichtig ist, ihr müsst die Glocke auch abonnieren. Also nicht jetzt die Glocke nehmen, die durchgestrichen ist, sondern das volle Programm bitte. Dann werdet ihr über die Infos wieder von mir, sobald es was Neues gibt. Ich würde sagen, jetzt haben wir uns hier genug entspannt. Jetzt kümmern wir uns wieder um das eigentliche Thema. Seht ihr, man kann auch rückwärts fahren. Ich glaube, das bin ich sogar. Ja, durch die Boxengasse. Und jetzt seht ihr auch gleich, dass das Pacecar wieder losfährt. Der wird bei uns auch so schön der Endgegner genannt, weil der macht, was er will. Der zieht sein Programm durch. Da bin ich jetzt wieder. Räumen wir jetzt hier mal die Kamera weg. Ich schalte jetzt hier auch mal um. Jupp, das war das Falsche. Entschuldigung. Passiert auch manchmal. Jetzt schauen wir uns das Chassis nochmal an. Das ging ja wirklich bei dem Umbau alles rasend schnell. Ich will euch jetzt nur noch mal kurz erklären, was wir hier eigentlich gemacht haben. Hier drüben ist der Schalter, das haben wir ja in der
Zeichenskizze schön gesehen. In der Mitte kommt der Akku an, ist er in die eine Seite, geht er zur Ladebuchse und in der anderen Richtung geht er vor zu dieser Verteilerplatine. Die kann ich euch nicht verlinken, weil die gibt es nicht immer. Die gibt es beim LED-Baron unter anderem oder gebt einfach mal bei eBay an, flexible Leiterbahn. Die habe ich jetzt schon in einigen Modellen verwendet, das macht sich ganz gut. Ihr seht auch in dem Video von letzter Woche, wie ich das Ganze verlötet habe. Ihr könnt die auch prima dann aufkleben. Wie gesagt, hier ist die Verteilerplatine, einmal mit Plus, einmal mit Minus. Auf die Plusseite würden dann hier auch die entsprechenden Widerstände kommen für das Licht. Und auf die Minusseite, da löten wir dann die ganzen anderen Verbraucher an. Hier oben dann das Ding. Hier gehen dann die Kabel rein von die Verbraucher, die ich gerade schon erwähnt habe. Geht dann einmal das Plus, geht an den Empfänger, an den Fahrtenregler und an das Servo. Und das Minus geht ebenfalls an das Servo, an den Empfänger und an den Fahrtenregler. Jetzt weiß ich nicht genau, wie gut ihr das erkennen könnt. Mit dem dünnen Lackdraht, bei mir ist das zum Beispiel der gelbe Lackdraht. Damit löte ich oder verkabel ich meine Servoausgänge und Eingänge. Das heißt, hier geht das Servosignal vom Kanal 1, was die Lenkung ist, in den Fahrtenregler rein. Darüber werden die Steuersignale übertragen. Und das gelbe Kabel, was hier daneben liegt, das ist das Originalkabel vom Servo. So rumhalte oder wenn ich so rumhalte. Das ist jetzt noch nicht schön verkabelt. Das wollte ich eigentlich bis heute gemacht haben. Aber wie gesagt, ich hatte mit dem Setup zu tun. Bin jetzt allerdings ganz froh, dass ich das noch nicht verkabelt habe, weil wenn wir jetzt wirklich uns dafür entscheiden, dass wir diese Hauber-Karosserie drauf machen, sieht man das vielleicht sogar besser. Ich sehe gerade, jetzt übersteuert das ein bisschen Licht her. Dann passt das, wie gesagt, hier nicht. Und dann müssen wir die ganze Front hier noch rausrupfen. Ich probiere das erstmal aus auf einem normalen Chassis. Probiere das einfach mal aus im Vorhinein, ob das überhaupt zielführend ist. Und wenn das dann zielführend ist, dann machen wir das doch alle zusammen. Eine Farbe brauchen wir dann natürlich auch noch. Allerdings, das zeige ich euch nicht, wie wir das lackieren. Das würde ich dann einfach vorbereiten und sagen, ich habe da was vorbereitet und dann seht ihr dann die Farbe. Muss natürlich was Auffälliges sein. Ein paar Farben habe ich auch da, also da finden wir garantiert auch eine Lösung. Jetzt bin ich schon wieder abgewerft. Also heute, es läuft noch nicht so ganz rund. Was auch viel gefragt wird, ist, wie das mit der Anlenkung läuft. Da hatte ich ja schon bei dem anderen Video gezeigt, es gibt da die Sachen auch aus Neusilber vom Andreas Rackel. Da findet ihr auch den mzr-online.com, den Online-Shop von ihm. Da kriegt ihr schöne Ätzteile. Kann man auch ideal für andere Modelle verwenden. Der Vorteil ist von diesem Neusilber, das ist relativ stabil und man kann das sehr gut verarbeiten. Die Anlenkung ist ganz wichtig, dass die möglichst wenig Spiel hat, denn sonst haben wir hier in der Lenkung, ihr seht es, da ist so gut wie kein Spiel dabei. Jetzt hier nur das Rad, was sich ein bisschen bewegt. Der Rest ist wirklich so gut wie spielfrei. Die Räder müssen sich frei drehen. Da kamen übrigens auch einige Anfragen, die haben Probleme mit der Herperlenkung. Ich nehme dann einfach den Drehme, das hatte ich glaube ich beim letzten Mal gezeigt. Nehme dann das Modell und gehe dann hier einfach mit der niedrigsten Drehzahl mal ganz kurz drauf und lasse die Räder einlaufen. Dann ist im Mikromodellbauforum noch ein interessanter Beitrag gewesen. Und zwar ging es darum, ich weiß nicht genau, wer es geschrieben hatte, warum man nicht überall Kugellager verbaut. Aus meiner Sicht, ja, wie sage ich es am besten? Kugellager sind Segen und Fluch zugleich. Die haben zwar auch Leichtlaufeigenschaften, aber nicht immer. Denn die Kugellager haben auch einen gewissen Widerstand und an mancher Stelle sind diese Kupferbuchsen einfach besser. Und was man auch noch hat, wenn man jetzt hier vorne Kugellager einbaut, muss man die gerade in die Felgen reinbekommen. Wenn man jetzt selber Felgen, ich nehme das mal kurz raus. Wenn man sich jetzt selber Felgen drehen kann, dann hat man natürlich damit kein Problem, hier ein Kugellager reinzulegen. Wenn man jetzt allerdings eine normale Kunststofffelge hat, wie ich jetzt natürlich eine vorbereitet habe, bam, 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 bam. Hier jetzt ein
Boing. Hier jetzt ein Kugellager im Nachhinein reinzulegen. Wenn man natürlich eine Drehmaschine hat, dann ist das alles gut und schön. Aber wie gesagt, ich versuche meine Sachen so zu bauen, zumindest die normalen, dass die jeder nachbauen kann und dass da keine speziellen Werkzeuge benötigt werden. Und deshalb habe ich mich hier dafür entschieden, da keine Kugellager einzubauen. Es gibt auch eine fertige Lenkachse mit Kugellagern von 1:87 Modellbau. Könnt ihr euch mal bei Soul Expert umschauen. Der Klaus hat die jetzt in seinem Renntruck zum Test verbaut. Da bin ich mal auf die ersten Ergebnisse gespannt, was er dazu sagt, wie das funktioniert. Und dann mal gucken, vielleicht wird sich das ja auch das durchsetzen. Denn das würde die Bauzeit nochmal enorm verkürzen. So viel nur zum Thema Lenkachse mit Kugellagern. So, jetzt gucken wir mal. Tolles Video. Jonathan, Dankeschön. Unterlegscheiben 1:1 vom Knüpfer, der Checker. Findest du auch in der Videobeschreibung. Da biete ich mir ein, zumindest alles zu verlinkt. So, jetzt haben wir hier die Chantal. Kupferbuchsen sind keine Gleitlager. Da muss man Lagerbronze nehmen. Jetzt wird es wieder ganz speziell. Kupferbuchsen, damit kann ich dienen. Die habe ich hier. Die kriegt ihr bei Reichelt. Halt, falsche Kamera. Muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Das sind Durchkontaktierungen. Da kriegt ihr gleich eine ganze Kiste voll. Es sind 1000 Stück drin. Die sollten eine Weile halten. Ja, ich weiß, das sind 0,8. Die gibt es in verschiedenen Durchmessern. Wenn ihr nicht so viele braucht, die kriegt ihr auch bei Soul Expert. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, das hier ist ein Werbevideo. Ich muss das leider so klassifizieren. Ja, ich habe alle Komponenten selber gekauft. Ich habe noch keinen Sponsor gefunden, wenn man das so sagen darf. Obwohl, Sponsoring ist eigentlich auch nicht unbedingt vorteilhaft. Ich bin noch frei, ich bin unabhängig. Kann auch sagen, was an diversen Sachen nicht so toll ist. Hingegen beim Sponsoring sollte man da ja drauf achten, was man sagt. Wie gesagt, alle Komponenten sind von mir selbst gekauft. Und deshalb muss ich das hier trotzdem leider so sagen, weil das sind ja immerhin Empfehlungen von mir. So, bei Vormann, der Michael, bei Vormann, was habt ihr denn Vormann? Da gibt es eigentlich alles mögliche Durchkontaktierung, weiß ich nicht, ob ihr die da kriegt. Es gibt auch Hochleistungskugler. Chantal, ja, Hochleistungskugler. Das ist ein Renntruck, der kommt aus dem 3D-Druck. Sorry, wenn ich da jetzt so dazwischen grätsche. Man kann da jetzt Komponenten für zig, 100 Euro einbauen. Ich glaube aber, den meisten, so wie mir, geht es in erster Linie um Spaß. Wir wollen das Ding möglichst schnell zusammenbauen, danach Spaß haben. Und wenn der halt doch mal vom Tisch fällt und kaputt geht, dann bauen wir uns halt einen neuen. Und müssen nicht da hinterher weinen, dass da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 200 Euro oder sowas kaputt gegangen sind, wie zum Beispiel eben bei einer anderen Zugmaschine. Jetzt will die Maus gerade nicht. So, denn wenn ich zum Beispiel denke, dass der MAN jetzt hier vom Tisch fällt oder der Traktor oder der Radlader, da wäre ich auf jeden Fall sehr traurig. Da steckt wirklich stundenweise Arbeit drin. Und wie ihr gesehen habt mit dem Renntruck, das ist doch ratzi-fatzi erledigt. Alex, vielen Dank. Aber ich muss dir mal ein paar Kinderriegel ausgeben, ne? So. Kupferbogen aus Alslager. Ja, Olli, die kannst du bei so Modellbau kaufen. Das sind hoch, was hatten wir jetzt gerade? Moment, jetzt muss ich hochblättern. Das sind Hochleistungslager. Okay, na gut, wie gesagt, ich bin ja für solche Sachen offen. Wenn das solche Lager gibt, dann bei Soul Expert mal gucken. Da kriegt ihr Kugellager. Ich weiß nicht, ob das Hochleistungskugellager sind, die ich jetzt hier verwendet habe. Das sind einfach welche, die ich noch in der Bastelkiste gefunden habe. So, jetzt sind wir eigentlich durch. Machen wir Feierabend, oder? Noch Fragen? Nee, ne? Also dann, bis die Tage. Nein, so schnell machen wir nicht zu Ende. Der nächste Schritt fürs nächste Video wäre jetzt eigentlich, ich gucke mir mal an, wie wir das hier mit der Karosserie am besten machen können. Würde bei mir auf der Webseite, ich poste es mal im Mikromodellbauform. Wie gesagt, ich mache da einen Beitrag auf, den verlinke ich auch hier unter die beiden Videos, unter die Tutorial-Videos. Und dort präsentiere ich einfach mal so ein, zwei Ideen, was ich mir da vorstellen könnte. Ihr könnt da auch euer Wissen einbringen, wenn ihr jetzt sagt, nee, nimm doch lieber eine andere Karosserie. Ich habe noch ein paar Herper-Teilesätze da, aber ich denke mal, mit der Karosserie setzen wir uns von der Masse ein bisschen ab, wenn das andere alles
sauber sind. 3D-Druck habe ich gesagt. Dann Elektronik haben wir nochmal behandelt. Was haben wir denn jetzt sonst noch? Nein, da gibt es Kupfer. Ach so, jetzt habe ich die, Chantal. Ja, ihr müsst manchmal einen Satz mehr schreiben. Das ist auch, wenn er mir eine E-Mail schreibt. Da kommen manchmal die lustigsten E-Mails an. Ich muss dann erst 3-mal nachfragen, was ja natürlich nicht wirklich produktiv ist. Aber ja, jetzt weiß ich auch, was du meinst, Chantal. Genau, die Kupferbögen. Was ich für ein Mikro habe, das ist von Thomann ist das ein TT SC425 USB. Klingt wohl gut. Habe ich damit eine schöne Stimme. So sieht das übrigens aus. Gerade mein Arbeitsplatz. Rechner mit Schnittsoftware bediene. Dann Nachrichten und dann habe ich hier meinen Arbeitsplatz. Wie gesagt, heute ist Basteln nicht angedacht. Das ist heute mal ein reiner Test, ob die neue Technik funktioniert. Und da bin ich dann auch mal auf eure Rückmeldung gespannt. Und dann auch hier zum Beispiel mal, das sind jetzt 4 meiner Renntracks. Der aktuelle Fiat gerade. Auch ganz ehrlich gestehen, weiß ich nicht, wie ich ihn hingeräumt habe. Das ist der mit der FPV-Kamera. Das ist eigentlich der Bruder, sage ich jetzt mal, von dem, den wir jetzt hier bauen, von der Ellen Lore. Den gibt es ja schon. Wie gesagt, mit einer Kamera drin. Aber sowas hebt ihr euch mal bis später auf. Denn da gehört noch einiges zu, dass man dann das FPV-System integriert und vor allen Dingen auch ohne Störungen die Videos übertragen hast. Den Dornbierer, ja, den habe ich noch. Der steht nur gerade irgendwo. Mit eines meiner ersten Modelle. Der fährt sogar noch. Der hat sogar noch den ersten Akku drin. Und wenn ich mich richtig entsinne, ist der Baujahr 2007, 2008. Ja. Thomas, wo ich meine Trucks kaufe, die sind alle selber gebaut. Und ansonsten die Standmodelle entweder auf einer Börse, was es ja, oder auf einer Messe, was es leider gerade nicht gibt. Aber bei eBay ganz viel. Dann Hasselbusch. Ich glaube, oben in Bremen sitzt der mit seinem Online-Shop. Dann Modellbau Schlüter. In Frankfurt hier gibt es leider keine, wie sagt man so schön, Modellbauläden, wo man das einfach so kaufen kann. Beim Konrad gibt es ein bisschen was, aber wie gesagt, wenn ihr einfach mal im Internet schaut, Herper Modelle, Viking-Modelle oder auch Busch. Jetzt übrigens gerade ist die virtuelle Spielwarenmesse. Schaut doch mal bei den Herstellern vorbei, was die alles Neues haben. Da gibt es einige Formelneuheiten. Auch bei Herper habe ich heute gesehen. Im Mai und Juni kommen da wirklich sehr interessante Modelle raus. Ist natürlich auch immer eine Geschmacksfrage, was man da machen möchte. Ja. Sound fällt immer aus. Echt? Okay, bei mir ist hier eigentlich alles im grünen Bereich. Also ist hier alles grün. Ich weiß nicht, könnt ihr das bestätigen, dass der Sound ausfällt? Oder mal kurz weg, alles wieder gut. Okay. Was ich mit 5 Renntrucks mache, fahren. Also, ja. Das Problem, oder was heißt das Problem? Die haben ja alle unterschiedliche Eigenschaften. Das sind ja verschiedene Evaluationsstufen. Denn das hier ist zum Beispiel der erste Renntruck. Beziehungsweise, Entschuldigung, das ist der zweite. Den allerersten gibt es leider nicht mehr. Den habe ich letztens zerlegt. Und die sind alle unterschiedlich aufgebaut. Da hat jeder so ein bisschen seine eigenen Eigenschaften. Wie gesagt, hier ist Antrieb drin, Schnecke Zahnrad. Hier ist dann ein Getriebe drin von mikromodellbau.de vom Stör. Hier drin habe ich auch mal getestet. Dann kam der hier. Das ist der erste mit Stirnradgetriebe. Servo unten, Lipo oben. Und dann sind wir jetzt bei der Entwicklungsstufe angekommen. Akku im Boden, Servo oben drin. Dann ist das ja auch so, dass Leute mal auf die Messe kommen und einfach mal probieren wollen. Da bin ich auch jemand und sage, hier, fahr einfach mal ein bisschen mit dem Renntruck auf der Rennstrecke rum. Da kann nichts passieren. Dafür hat sich der Weiße hier prädestiniert. Kriegt dafür meinen Sender in der Hand und könnt einfach mal eine Runde drehen, damit er ein Gefühl dafür kriegt. Ja, wenn du vom Mikro weg bist, ist der Sound weg. Ah, okay, das ist gut zu wissen. 1A-Ton, sagt der Marcel. Oh, der Marcel, ich grüße dich.
Der auch da. Hallo Marcel, genau. Ihr kennt euch ja alles. Grüße an Stefan, genau. Welches ist die bessere Lösung? Also, das hier. Das ist die bessere Lösung. Wie gesagt, wenn ihr andere Sachen habt, wenn ihr Anregungen habt, vom Gewicht her ist der Akku schwerer als das Servo, deswegen packen wir das unten rein und haben somit einen relativ tiefen Schwerpunkt. Bei ihm oder bei dem jetzt hier hat sich herausgestellt, wenn ihr euch das hier mal anguckt, überlegen, wie ich euch das jetzt am besten erzählen kann. Hier unten ist ja der Drehpunkt für die Lenkung, ist ja hier relativ weit unten. Machen wir mal anders. Ich schalte mal schnell um. Moment. Sehr gute Frage nochmal. So, der Checker. So, jetzt seht ihr das hier. Also, der Drehpunkt für die Lenkung ist jetzt, würde ich sagen, ungefähr auf der Höhe. Das Servohorn ist hier oben. Der Hebel geht also runter und wirkt direkt auf den Lenkhebel. Der bewegt den also quasi nach links und nach rechts. Wenn ihr das Servo unten reinpackt, ist der Lenkhebel auch hier unten. Moment, ich lege das mal so hin. Aber das Servo, der Drehpunkt vom Servo, der ist auch hier unten. Das heißt, mal sehen, wie ich das jetzt zeigen kann. Der Lenkhebel geht hier, genau, so. Der Lenkhebel geht erstmal nach oben, damit er sich überhaupt bewegen kann. Und von hier oben greift er in die Lenkachse, die wieder unten ist. Das heißt, ihr bewegt quasi das so hin und her. Wohingegen ihr hier gleich unten auf die Lenkachse greift und die hin und her bewegt. Ich hoffe, ich konnte das jetzt hier halbwegs gut erklären. Denn hier habt ihr dann auch ein gewisses Spiel drin. Ihr seht, wie das hier arbeiten kann, obwohl sich hier nichts bewegt. Vom Servo bewegt sich das hier hin und her. Wie gesagt, wir haben da einiges an Stundentüftelei reingesetzt. Trotzdem gibt es die Sachen kostenlos. Könnt ihr euch die runterladen und bei Thingiverse ausdrucken. Die Version, ich werde noch 2, 3 Sachen ändern und dann werde ich auch die bei Thingiverse hochladen als kleines Update. Trotzdem schadet das nichts, wenn ihr die jetzt schon mal runterladet und schon ein bisschen probiert. Ihr könnt ja darüber auch euren Drucker so ein bisschen konfigurieren. Wie gesagt, einfach das Teil so rum slicen. Ich verwende übrigens Cura, eine freie Software. Und als Drucker habe ich einen Tevo Flash. So rumdrucken. Je nach Geschwindigkeit dauert zwischen einer halben und 1,5 Stunden. Druckt lieber ein bisschen langsamer. Da habt ihr schönere Ecken und Kanten drin. Und hier die Löcher werden dann auch entsprechend gut. So, dann gucken wir mal. Hallo, wird gemacht. Achso, ich bin Sulzbach, genau. HM Scale Modeling. Du warst, glaube ich, nicht letzte Woche schon da, HM Scale Modeling. Also gibt es auch andere Modelle als Herpa, die einfach umzubauen sind. Puh, Astro. Gib mal bei eBay spaßenshalber ein. Einfach 1:87 und Modell. Da kriegst du, ja, wie gesagt, Busch, Herpa, Viking. Du kannst prinzipiell alles nehmen, was dir im Maßstab 1:87 oder auch in einem anderen Maßstab vor die Finger kommt. Da sind keine Grenzen gesetzt. Nur desto kleiner es wird, desto komplizierter wird es aus meiner Sicht. Aber im Maßstab 1:87 haben wir eine relativ große Auswahl mit verschiedenen Modellen, verschiedenen Themengebieten. Und da könnt ihr euch dann austoben. Ja, Viking, wie gesagt, das hier ist Viking. Die Modelle lassen sich unter anderem ein bisschen schwer zerlegen. Den hier hat der Klaus zum Beispiel umgebaut. Hier ist noch nur eine Leihgabe, um mal zu gucken, ob das Chassis vom Björn passt. Ist der Björn denn da, Björn? Du wusstest noch nicht genau, ob du online sein kannst oder nicht. Wie gesagt, das Video wird auch dann wieder veröffentlicht auf meinem Kanal. Wer sich das Video nochmal angucken möchte, kann sich das später nochmal in Ruhe anschauen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich so einen Renntruck auch mal umbaue. Wenn schon, müsste ich mir eine andere Karosserie besorgen. Von Viking gibt es ja da wirklich eine riesengroße Auswahl. Bei Rize ist da momentan der Markt eher klein. Müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt weiter verfahren. So. Astro, ich gebe dir mal einen Tipp. Wenn jetzt mal wieder eine Messe ist oder eine Ausstellung, besuch uns einfach mal oder geh selber mal hin und nimm mal die Modelle in die Hand und dann guck dir mal an, wie da die einzelnen Unterschiede sind. Brekina gehen auch. Brekina. Da habe ich hier keiner leider Niva. Allerdings von Brekina kriegt ihr keine Renntrucks.
Und die allgemeinen Fragen, würde ich sagen, heben wir uns einfach für die normale Fragestunde auf. Ich weiß nicht, ob ich es nächsten Samstag schaffe. Das werde ich euch noch bekannt geben. Und dann würde ich sagen, machen wir nächsten Samstag nochmal eine allgemeine Runde. Und in 14 Tagen machen wir dann beim Renntruck weiter und geben da ein bisschen Vollgas. Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt schon einiges geschafft. Das Teil fährt schon. Und vielleicht haben wir dann in 14 Tagen der eine oder andere dort auch schon seinen fertigen Renntruck und kann dann noch ein bisschen über seine Erfahrungen berichten. Das ist ein bisschen schade, dass ich euch nicht mithören kann. Wobei, das liegt ja auch nicht jedem, wenn der plötzlich im Internet zu hören sein will. Dann liebe auch Preisabbausätze. Obi, da bist du aber. Ja, Kipri-Bausätze kann man übrigens auch verwenden. Damit wir die jetzt mal nicht außen vor lassen. Es gibt auch schöne Modelle von Atern. Das ist eine amerikanische Firma. Die machen so amerikanische Fahrzeuge. Preis-Leistungs-Verhältnis passt aus der Sicht sehr gut. Kann ich auch nur empfehlen. Allerdings ist das, wie gesagt, für den amerikanischen Markt. Ich würde jetzt hier nochmal kurz was zum Sender sagen, weil da kam auch noch ein bisschen was. Ist natürlich egal, mit welchem Sender ihr fahrt, ob ihr da jetzt einen Pistolensender nehmt oder nicht. Beim Pistolensender müsst ihr einiges beachten. Schaut euch dazu nochmal das Video von der letzten Woche an. Wie gesagt, das ist auch unten verlinkt. Und mit so einem Sender, mit einem normalen, zum Beispiel mit der Devo, kann man den Renntruck auch schön steuern. Aus meiner Sicht hat man damit allerdings ein besseres Gefühl, weil einfach das Teil viel besser in der Hand ist. Dann hier Gasbremse, Lenkung, besser dosieren. Zur Konfiguration von den Sendern würde ich auch noch was sagen. Das machen wir dann allerdings nochmal, wirklich, da machen wir mal einen Tag, da macht es nur, wenn es um die Sender und die Empfänger geht. Denn ich habe da noch so ein paar Fragen bekommen, da müssen wir wirklich nochmal grundauf anfangen mit den Grundlagen vom Delta-Empfänger, um euch da so ein bisschen auch die Angst sozusagen zu nehmen. Ich bin da jetzt einer, der gerne experimentiert und auch was ausprobiert und, sage ich jetzt mal so, wenig Angst davor hat, wirklich was kaputt zu machen. Ich habe schon einiges kaputt gemacht, einiges an Lehrgeld bezahlt. Das Problem ist nur, wenn man es nicht probiert, dann weiß man auch nicht, dass es oder nicht geht. Die Frage, ja, habt ihr noch Fragen? Denn ansonsten würde ich sagen, ja, haben wir die Stunde gut rumgekriegt. Und dann, oh, Brasil. Grüße, Greetings to Brasil. Was für ein Motor ist im Racetrack drin? Thomas, guck mal bitte in die Videobeschreibung. Da ist alles genau verlinkt. Da ist der Motor von Sol Expert drin. Das ist so ein kleiner. Der ist nicht rund, sondern der ist, ich würde sagen, so ein bisschen oval. Dünnradgetriebe. Ja, Astro, die nächste Messe. Wenn wir das alle wüssten, da würden wir fiebern dem entgegen. Wissen wir nicht. Mal gucken, wann die uns wieder spielen lassen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, das dauert noch ein bisschen. Auch wenn wir es ich persönlich nicht mehr erwarten kann. Denn dann sieht man sich wirklich 1:1 und man kann das Wissen viel besser vermitteln und die Leute haben ein Gesicht. Denn wenn ich jetzt hier die Namen lese, an manche kann ich mich erinnern, aber ja, man hat sich einfach mal persönlich gesehen und dann bleibt das auch besser. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht doch einen Daumen hoch. Wenn ihr noch irgendwelche Foren habt, wo man eventuell das Video teilen könnte, ihr könnt das Video teilen oder in einer Facebook-Gruppe teilen. Würde ich mich riesig freuen, wenn wir dadurch ein bisschen Reichweite kriegen. Das ist quasi jetzt so ein bisschen das Ersatzprogramm, was ich jetzt hier versuche hochzuziehen, anstatt der Messen, dass wir so mit euch in Kontakt treten können. Im Hintergrund baut sich da auch gerade so ein kleines Team auf. Wie gesagt, der Alex, nochmal vielen Dank, dass der hier die Moderation so ein bisschen übernimmt, bei euch auf die Fragen eingeht. Der kann auch Links posten und. Und mal sehen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. So, dann, ja, wegen dem Ton musst du vielleicht die Sensitivität höher stellen. Oh, jetzt kommt schon der zweite, der was mit dem Ton sagt. Machen wir jetzt gleich nochmal am Ende. Ich stelle jetzt hier mal was ein. Mal gucken, ob das dann weggeht.
Ich mache mal jetzt hier den Kompressor aus, den hatte ich eingeschalten. So, da muss ich jetzt mal gucken. Ich gehe jetzt hier auch trotzdem mal ein bisschen weiter weg. Ich meine, ich kann natürlich den Gain jetzt hier einfach hochregeln, aber das ist, glaube ich, auch nicht wirklich produktiv, weil wir müssen ja die Ursache finden. Es bringt jetzt nicht, wenn ich den Pegel künstlich in die Höhe treibe, um dann quasi da dann eine Übersteuerung gegebenenfalls zu erreichen. So, mit Olli und Alex. Traktor wäre auch noch mal was. Seht ihr? Traktor wäre auch noch mal was. Ein Thema mit dem Umbau. Wobei der Traktor jetzt schon ein bisschen wieder aus der Masse raussticht mit seiner mit dem Heckkraftheber. Aber Traktor würde ich sagen, das ist noch ein Thema für sich. Was ich eher gerne weitermachen würde, wäre, wenn der Renntrak, wenn der fertig ist, lasst uns doch dann einfach mal auf einen normalen LKW schauen, dass wir da was zustande kriegen. Der eine oder andere wird sich erinnern, ich habe da mal was angefangen und dann gucken wir mal, ob wir das Projekt weiterkriegen. Das Projekt gibt es noch, ich habe es hier und das wäre doch eigentlich was Schönes, wenn wir da jetzt anknüpfen können und dass wir das hier zusammen fertig bauen können. Das würde mich freuen und dem einen oder anderen würde das, glaube ich, auch helfen. Allerdings muss ich euch sagen, das wird nicht so quick and dirty wie der Renntrak zusammengebaut, sondern da gebe ich mir dann wirklich schon richtig Mühe und versuche da das wirklich Stück für Stück weiterzumachen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass wir hier uns samstags immer treffen. Eine Stunde oder anderthalb. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, denn nach den, wie gesagt, 3 Stunden war ich dann auch durch. PKW-Rennauto. Ja, Chantal, gibt es. Da ist der Björn gerade dran. Der ist eigentlich ähnlich aufgebaut wie der Renntrak. Da ist das Grundmodell. Ich zeige euch mal kurz nochmal ein Video. Schaut euch das mal an. Und dann zeige ich euch gleich nochmal was, worauf das Chassis eigentlich besteht. Viel Spaß, bis gleich. Ich klaue euch hier an dieser Stelle, also das ist ja richtig Spaß mit dem Mute. Den Ton einfach, da kann man dann eigener Regiemeister werden. Wie gesagt, das Buch, da stehen viele Informationen drin. Da werden nicht nur die, ich sag mal so ein bisschen so halbprofessionelle Sachen gezeigt, sondern auch von der Pike auf, wie man Unimog umbaut und. Und aktuell haben wir ja eh zu Hause ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht tut sich ja der eine oder andere dann den Gefallen und liest sich das Buch mal durch und findet auf die Art und Weise noch mehr Gefallen an dem Hobby. Das hier ist das U-Modell. Wie ihr seht, das kann man auch hin und her schieben. Da ist auch ein Stirnradmotor drin, eigentlich die gleiche Übersetzung wie hier. Und wäre auch eine Alternative, dass wir das mal im Online aufbauen. Wie gesagt, Ideen haben wir viele, wir brauchen alle nur Zeit, beziehungsweise ich brauche die Zeit, um das Ganze erstmal umzusetzen und vorzubereiten. Denn wie gesagt, die ganze Woche war ich abends beschäftigt, wie kriege ich die 2 Kameras an den Start und. Das ist jetzt auch noch nicht so schön gedruckt, das möchte ich nochmal neu drucken. Der Björn hat auch dieses Chassis zur Verfügung gestellt, das ist jetzt noch nicht verlinkt in der Videobeschreibung, kann ich aber gerne machen. Ansonsten schaut ins Mikromodellbauforum rein, dort findet ihr den Baubericht vom Björn und dann könnt ihr euch auch da schon mal rantrauen. Da sind auch die ganzen Quellen sind mit verlinkt, aber im Großen und Ganzen sind das die Standardkomponenten, die er verbaut hat. Und er hat, glaube ich, einen BMW umgebaut, wenn ich mich da jetzt richtig entsinne. Das wäre doch dann auch schon was. Transponder können wir da auch einbauen. Bei mir ist hier hinten auch einer drin. Hinten diese kleine LED guckt da raus. Wenn man die Scheiben schwarz macht,
sieht man da auch nicht. Technik. So, dann gucke ich noch mal kurz, was wir jetzt hier haben. Ja, die Stunde ist schon wieder fast, Michael. Genau, das Olli lief doch vorher schon. Ich weiß, Klaus, das lief vorher schon, ja. Aber ich war jetzt mal kurz den Alpha holen und habe kurz einen Schluck getrunken und mal kurz durchgeatmet. So, die Links kriegt ihr auch bei mir auf der Webseite, wenn ihr da auf die Komponenten geht. Dadurch unterstützt ihr meinen Kanal so ein bisschen. Ich kriege da eine ganz kleine Provision. Das Buch wird für euch nicht teurer oder wenn ihr da andere Sachen drüber kauft. Für mich fallen ein paar Cent ab. Und wie gesagt, das kostet ja hier auch so ein bisschen Geld. Aber das ist Hobby. Das mache ich gerne. Das Buch ist ganz toll. Ich lese immer wieder dran. Zum Nachschauen. Was das für ein weißer E30 ist. Ich hätte gesagt ein BMW. Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. Ah, danke Alex. Also der Alex, der muss heute, ich glaube, der spitzt nachher. Der macht nachher 3 Kreuze, wenn er sagt, Olli, wann ist endlich das Video zu Ende? Ich glaube, so lange darf ich mich, also für die nächste Zeit darf ich mich beim Alex erstmal nicht mehr melden. Der hat fast mehr zu tun gehabt als ich. Nein. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal. Und ja, dann würde ich sagen, ich lasse jetzt hier mal nochmal 2 Minuten offen, bis 10 nach, ob noch Fragen kommen. Und dann machen wir für heute den Deckel drauf. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, die Ruhe. Und wie gesagt, der eine oder andere kann sich mal Gedanken machen, wie wir das mit dem Renntruck weitermachen. Aber ich denke mal wirklich, wenn wir hier versuchen, so einen schönen Scania Hauber draus zu machen. Und das Dach, ich hatte da hier, glaube ich, sogar schon mal, was vorbereitet mit so einem Dach. Da hatte ich schon mal mich dran versucht, das Dach zu choppen. Finde ich jetzt gerade allerdings nicht. Aber da wird man schon was Schönes. Dann wird das ein schönes Unikat. Und wenn man sich dann wieder auf Messen sieht, darf dann auch jeder mal eine Runde fahren. Wie macht das mit der Farbe der Reifen? Bernd, gutes Thema. Hat man zwar beim letzten Ding schon, dann machen wir das nochmal schnell. Da kannst du, die Reifen sind selbst gegossen aus Silikon und bei der Silikonfabrik gibt es Pigmente und die werden damit reingemischt und da kriegt ihr dann so schöne Farben zustande. Ich mal gucken, ich mache mal kurz das Mikro aus. So, da ist er wieder. Ich weiß nicht, nehme mal die Kamera. Ich nehme die Kamera. Verschiedene Farben gibt es. Schaut mal im Mikromodellbauforum, da hat der Michel was dazu gepostet. Denn der hat da ein bisschen mit rumexperimentiert. Er hat auf seinen Renntrucks auch diverse verschiedene Farben, rote, blaue. Alex, könntest du mal bitte die Webseite von Michel mit einblenden? Weil die habe ich nämlich in der Beschreibung noch nicht mit verlinkt. Eigentlich Asche auf mein Haupt. Der Michel hat die meisten Informationen, würde ich sagen, für Renntrucks auf seiner Webseite und die wurden noch kein einziges Mal erwähnt. Also Michel, an dich mal bitte vielen Dank, dass du dir auch die Arbeit machst, die ganzen Renntrucks immer schön fotografierst und dokumentierst. Schaut doch mal einfach auf der Webseite von Michel vorbei. Da findet ihr auch, wie gesagt, eine Übersicht über einige Renntrucks, die wir auf den Messen schon bewegt haben. Auch verschiedene Ansätze. Wie gesagt, andere Getriebeübersetzungen, andere Rahmen, andere Chassis, ein bisschen was eigenbaumäßig ist da dabei. Da findet ihr auch Viking-Trucks und. Ja, genau. Vielen Dank, Alex. Das ist der Trick von Michel. Der freut sich übrigens auch, wenn ihr auf seiner Webseite ein bisschen stöbert. Denn nichts ist schöner, wenn man merkt, aha, das, was man da geschaffen hat, wird auch gelesen und besucht. Danke, Olli, danke, Alex. Hat wieder viel Spaß gemacht. Muss jetzt aber weiter basteln. Modellfan. Ich glaube, es ist der Andreas. Andreas, falls ich mir jetzt doch mit dem Namen vertue, du bist ja auch im Forum aktiv. Dankeschön. Und ja. Gut, Männer. Und Frauen, Entschuldigung. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Und dann würde ich einfach sagen, ich versuche es einfach am nächsten Samstag wieder hier zu sein. Und dann gucken wir mal, dass wir da regelmäßig ein kleines Video oder eine kleine Zusammenkunft zusammenkriegen. Also dann, richtig, Andreas, gut. Grüße, ne?
Euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Vorbeischauen und wie gesagt, macht einen Daumen nach oben, teilt das Video. Wenn noch was ist im Nachhinein, ab in die Kommentare damit. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!